Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, im Webshop gibt es einen neuen Tab und der beinhaltet sehr viele coole Neuigkeiten jetzt seit neuestem. Und ja, wenn man hier einmal in den Webshop geht, dann sehen wir jetzt hier oben neben Community Shop Statistiken sehen wir jetzt einen neuen Reiter, und zwar ist das der Blog. Ja, Blog. So, auf jeden Fall werden hier die neuesten Neuigkeiten jetzt auch immer mit eingebunden werden. Wir haben ja hier einmal den Community-Tab, wo hier auch immer ja so alles Mögliche auf jeden Fall hier so in der Übersicht stattfindet. Aber im Blog haben wir jetzt nochmal eine detailliertere Ansicht über zum Beispiel die Producer-Notes, die in der Vergangenheit rausgekommen sind, über die Changelogs, die es in der Vergangenheit gab, etc. pp. Da kann man dann sich nochmal so ein bisschen was in der Vergangenheit zusammensuchen. Und das neueste Format, sag ich mal so, von Shakes and Fidget, sind jetzt die sogenannten Roadmaps, die uns schon so ein bisschen vorhersagen, was in den nächsten Monaten noch so ansteht. Ja? Wir haben hier auch quasi einen Unterreiter. Ja? Also der Überreiter ist quasi der hier, so, Blog, und hier unten haben wir dann auch noch alle Changelog, Producer Notes und Roadmap Preview. Ne? Und wer weiß, vielleicht kommt ja in Zukunft noch irgendwie ein weiterer Reiter hier mit hinzu. Auf jeden Fall wurde hier gestern am 2.7. die Roadmap-Vorschau für den Monat 7, 8 und 9 2025 veröffentlicht, und dort schauen wir mal gemeinsam rein, was so die nächsten Monate auf uns wartet. Ja? Roadmap-Vorschau. Willkommen zu unserem neuen Blog. Wir freuen uns, an dieser Stelle interessante Einblicke in unsere Entwicklungsprozesse vorschauen und alle Changelogs und Producer Notes mit euch teilen zu können. Diese Inhalte werden hier veröffentlicht und ersetzen Helpshift. Das Helpshift Hilfecenter wird nach wie vor der Ort sein, an dem ihr euch über Spielfunktionen und Inhalte informieren könnt. Diese Vorschau soll euch Einblicke in unsere geplanten Features und Events geben. Bitte beachtet jedoch, dass der Zeitplan und die Details dieser Inhalteänderungen unterliegen können. Unvorhergesehene Umstände wie sich ändernde Prioritäten, technische Herausforderungen oder externe Faktoren, beispielsweise Community Feedback, können dazu führen, dass Inhalte angepasst, verzögert oder neu priorisiert werden. Ja, dann haben wir hier zunächst einmal im Juli den Serverstart von Europa 21. Am 4. Juli wird die Server-Spielwelt oder die Spielwelt EU21 ihre Türen öffnen. Voranmeldung ist seit dem 27. Juni 25 möglich. Ja, das ist ja jetzt schon gerade im vollen Gange. Dann haben wir als nächstes die Beta zum Pestdoktor. Das sollte ja auch schon demnächst jetzt bald folgen und wurde ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Und dort gibt es halt eben ein paar Neuigkeiten. Die erste Closed Beta für die neue Klasse, dem Pestdoktor, ist für den 9. Juli 2025 geplant. Der 9. Also das wäre dann quasi nächste Woche Mittwoch. Ja, da können wir die Augen offen behalten. Das ist, finde ich, sehr cool, dass sie jetzt hier so eine kleine Übersicht machen über die folgenden Prozesse. Das ist sehr, sehr nice, wirklich. Tritt unserem Beta-Test-Discord bei, um dein Feedback zu teilen und mit anderen Mitgliedern der Community über den Pestdoktor zu diskutieren. Update. Die Veröffentlichung der Version 26.0 ist für Juli vorhergesehen. Detaillierte Informationen zu den Inhalten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Dann neues Event, der Weltboss, ein neues Wochenend-Event. Der Weltboss wird veröffentlicht und zum ersten Mal stattfinden. In diesem Event wird die gesamte Spielwelt zusammenarbeiten, um die Spielwelt vor einem Weltboss zu schützen. Ja, sollte, wenn ich das hier richtig sehe, auch noch im Juli sein. Ja, wir haben hier noch keinen neuen Monat. Das hier unten fängt erst August an. Ja, und da seht ihr schon, was da abgeht. Das ist alles noch in diesem Monat hier anscheinend. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Dann haben wir Dungeon-Erweiterung. Wir werden 5 neue Dungeons zur Licht- und Schattenwelt hinzufügen und die Dauerschleife der Idole wird um 10 neue Etagen und Gegner erhöht bzw. erhalten. Schaut euch das Wort an vom Twitch-Stream, da wird noch mehr drauf eingegangen. Genau, das hatten wir aber schon soweit alles geklärt. Dann Ingame-Umfragetool. Sehr, sehr geil. Wird ein sehr wichtiges Ding werden hier, denke ich mal.
Wir planen im Juli den ersten Test unseres In-Game-Umfragetools durchzuführen. Dieses Tool ermöglicht es uns, direkt im Spiel mit dem Spieler zu interagieren und ihr Feedback besser auszuwerten. Diese Umfragefunktion ermöglicht es uns, gezielt Feedback von bestimmten Spielergruppen zu sammeln, zum Beispiel von allen Spielern, die ihre Festung vollständig aufgerüstet haben. Ja? Also man kann hier jetzt quasi spezialisieren zwischen dem Feedback, was eingesammelt wird. Es ist kein allgemeines Feedback mehr, sondern es wird jetzt hier differenziert zwischen, keine Ahnung, Festung fertig, unfertig, Vollausbau, ja, vielleicht auch das Charakterlevel, Stufe 400, 500, 600, 700, ne? Also, weil vielleicht die Spielerschaft im Early Game eventuell andere Ansichten hat als die Spielerschaft im Late Game, und so kann man halt eben die einzelnen Gruppen so ein bisschen besser zuordnen, als dass alles über einen Kamm geschert wird. So. Also das und dass es in-game stattfindet und nicht auf eine externe Seite oder so man irgendwie muss, um da teilzunehmen. Ich glaube, das lässt auch nochmal sehr viel mehr Leute wirklich daran dann teilhaben lassen, so auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Monat August. Fusion 27 findet im August statt. Ja. Anfang August ist die nächste Fusion von Spielwelten geplant. In Fusion 27 werden wir die Spielwelten W57, 58, 59 und W60 zusammenführen. Wird auch Zeit, aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch ein sehr starker Fusion-Server werden. Werden wir definitiv mal raufschauen, wenn es soweit ist. Dann Update 27.0 ist für August geplant. Es ist wahrscheinlich, dass es die erwartete Version der arkanen Toilette enthält. Wenn wir uns sicher sind, dass das Feature allgemein akzeptiert wird, bin ich sehr gespannt, wie und ob und das im August dann erscheinen wird, das Ganze. Dann steht auch im August eine Beta 2 Pest Doctor an. Nach der Umsetzung des Feedbacks aus der ersten Closed Beta werden wir die zweite Iteration des Pest Doctors im August auf unserem Beta-Server zum Testen starten. Ja? Also noch eine zweite wird hier stattfinden zum Pest Doctor. Der wird ausführlich getestet. Dann Serverstart im August. Spielwelt EU22 soll im August die Türe öffnen. Wir haben wieder einen Elevator im August. Der nächste Elevator wird im August stattfinden. Die Verteilung der Fruchtbelohnung wird überarbeitet, um gleichmäßiger über alle Etagen verteilt zu sein. Dann kommen wir schon zum September. Also es ist wirklich sehr cool hier die Übersicht. Anpassung des Baden. Der Einfluss der Ausdauer auf die Bonuslänge der Melodie der Durchschlagskraft des Baden wird entfernt. Ja, passiert im September. Beta 3 Pest Doctor. Es findet eine dritte Beta zum Pest Doctor statt. Die dritte Closed Beta wird stattfinden, um die neuesten Anpassungen nach der Umsetzung des Feedbacks aus der zweiten Closed Beta zu testen. Also es wird sich wirklich Mühe gemacht, das muss man schon sagen, in Bezug auf die neue Klasse. Und legendärer Dungeon auch im September. Der legendäre Dungeon wird zurückkehren. Es sieht so aus, als ob der Legendary Dungeon ein Oktoberfest-Dungeon-Theme beinhaltet. Anmerkung: Derzeit sind 2 neue Funktionen in der Pipeline. Sobald wir zuversichtlich sind, dass diese Projekte in die Produktion gehen, werden wir detailliertere Informationen bereitstellen. Also, wir haben hier auf jeden Fall die nächsten 3 Monate am Start und können uns schon mal so ein bisschen drauf einstellen, was wir in der Zukunft hier so sehen werden. Ich bin gespannt, wie noch weiter hier dieser Block wirklich genutzt wird. Vielleicht kommt hier noch mehrere Formate hinzu, aber ich glaube erstmal, dass Changelog und Producer Nodes, die gab es ja vorher auch schon, da wird es bei bleiben, und die Roadmap ist jetzt halt eben so ein bisschen das neue Format von Playa Games bzw. Shakes & Fidget, um halt eben die Community auch dahingehend nochmal weiter zu informieren. Also ein Blick in den Webshop lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, da kann man sehr gerne hier und da mal wirklich öfter mal reinschauen. Ist mittlerweile wirklich das Community-Portal schlechthin geworden so. Ne? Deswegen, das kann man auf jeden Fall hier
gutheißen, ne? Und immer schön den wöchentlichen Gratis-Pilz abholen mit dem Code dort, das ist ja ganz klar. Ne? Ja, so, das auf jeden Fall dazu. Den lassen wir uns nicht entgehen hier, ne? Ja, also wirklich, die Webshop-Seite entwickelt sich immer weiter, ist sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Und genau, das wollte ich euch mal zeigen. Ich denke mal, das waren erstmal sehr viele interessante Einblicke für die nächsten Monate. Da wissen wir erstmal schon mal so im Groben Bescheid, was jetzt erstmal so auf uns wartet. Und ja, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall die Zukunft noch weiter mit sich bringt. Bis dahin soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.